Hallo meine Lieben, in diesem Procreate Basic Video werde ich euch das Grundprinzip von den Ebenen zeigen. Das heißt, ich werde euch zeigen, was für Funktionalitäten in den Ebenen zur Verfügung stehen und was das ganze Grundprinzip mit diesen Ebenen ist. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Das Prinzip der Ebenen, da ist es wirklich so, dass die Ebene, die zuoberst ist, verdeckt das, was darunter liegt, per se. Das heißt, man kann sich das wirklich so wie eine Schicht vorstellen und die oberste Schicht verdeckt das darunterliegende Element und so weiter und so fort. Wenn ihr mit Photoshop oder mit Illustrator arbeitet, dann kennt ihr dieses Prinzip der Ebenen schon. Das ist eigentlich, man kann sich heute ein digitales Zeichnen ohne diese Ebenen schon fast nicht mehr vorstellen. Das ist wirklich extrem hilfreich. Ihr seht hier, bei den Ebenen hat es immer so ein kleines Bild und da auf diesem Thumbnail wird dargestellt, was der Inhalt dieser Ebene ist. Und zuunterst habt ihr immer die Hintergrundfarbe. Das heißt, meine Leinwand ist jetzt weiß. Aber diese Farbe kann ich natürlich auch ändern. Das will ich aber nicht, von dem her mache ich das wieder rückgängig. Die Ebene, auf der ihr gerade seid und arbeitet, das heißt, wenn ich hier eine neue Ebene hinzufüge, das ist die, auf der ihr gerade arbeitet. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach einen Strich über das ganze Bild mache, dann liegt es zu oben und verdeckt alles andere und ich kann dann auf der Ebene die Einblenden ausblenden. Ich kann die Deckkraft auswählen auf dieser Ebene. Ich kann sagen, wie es das zeichnen soll. Das heißt, soll es abdunkeln, soll es farblich nachbelichten, einfach eine dunklere Farbe. Also hier könnt ihr dann so ein bisschen, also man kann auch scrollen und dann seht ihr auch, welchen Effekt es das Ganze hat und könnt so auswählen, was für euch am besten passt. Per se ist es immer auf normal gestellt. Wenn ihr auf der Ebene seid, die aktive Ebene wird immer blau dargestellt, da könnt ihr auch nach links rüber swipen und dann könnt ihr die Ebene sperren. Das heißt, wenn ich dann versuche, irgendwas auf der Ebene zu machen, sagt er, nee, ist nicht. Und sie wieder entsperren. Ich kann sie duplizieren oder ich kann sie löschen. Dann, wenn ich auf die Ebene draufklicke, habe ich hier ein weiteres Menü. Das heißt, ich kann diese Ebene umbenennen. Ich kann sie auswählen, kopieren, ich kann die Ebene füllen, löschen, die Alpha-Sperre, maskieren, umkehren, Referenz und kombinieren. Da zeige ich euch gleich noch, was das alles bedeutet. Vielleicht noch kurz von der Ebenenanzahl. Ihr seht, ich habe hier schon sehr viele Ebenen und die Anzahl möglicher Ebenen wird dadurch bestimmt, wie groß ihr den Canvas gemacht habt am Anfang, als ihr diese Leinwand definiert habt und wie hoch die DPI ist. Das heißt, gehen hier kurz raus. Wenn ihr einen neuen Canvas erstellt, das hatten wir, je nachdem, wie groß hier die Pixelanzahl ist oder auch Zentimeteranzahl, hier wäre es jetzt eine 6000 Zentimeter, da habt ihr gar keine Ebenen mehr zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier sagen, das sind nur 60 Zentimeter auf 60 Zentimeter, dann hätte ich 6 Ebenen zur Auswahl. Wenn ich noch weiter runter gehe und sage, das sind 21 cm auf die 29 cm, dann habe ich schon 59 Ebenen. Also hier ist es maßgeblich, was ihr hier einstellt und das bestimmt dann die Anzahl Ebenen, die ihr zur Verfügung habt. Ihr könnt die Ebenen, auch wenn ihr die auswählt, könnt ihr die verschieben in der Reihenfolge. Ihr könnt sie auch zusammenfügen, das hatte ich euch schon gezeigt in einem anderen Video, wenn ihr unterschiedliche Bereiche anklickt und die dann zusammenzieht, dann wird daraus eine Ebene.
Und eine neue Ebene wird da erstellt, also nicht immer zu oberst, sondern wenn ich jetzt hier drauf bin und sage neu, dann wird die genau oberhalb von dieser Ebene erstellt. Wenn ich innerhalb einer Gruppe bin und da eine neue Ebene mache, bleibt diese Ebene auch in der Gruppe drin. Jetzt, wenn ihr seht hier Gruppe, ne, wie kann ich eine Gruppe erstellen? Da geht ihr einfach hin und markiert ein paar, die werden dann so dunkelblau und dann könnt ihr sagen, hier Gruppe und dann gruppiert es euch das Ganze. Ihr könnt nicht nur die einzelnen Ebenen umbenennen, sondern ihr könnt effektiv auch hier die Gruppe umbenennen. Und wenn wir jetzt uns die einzelnen Ebenen angucken, eben ihr könnt die einzelne Ebene umbenennen, ihr könnt diese Ebene auswählen und dann mit einem weiteren Befehl arbeiten, ihr könnt die Ebene kopieren, Ebene füllen, dann füllt es euch dieses komplette Bild, egal was da drauf ist, mit der Farbe, die ihr aktiv habt. Ich mache das jetzt mal. Und dann ist aber meine ganze Information, die hier drin war, das, was ich hier gemacht habe, ist verloren. Von dem her mache ich das wieder rückgängig. Dann könnt ihr die Ebene löschen und dann könnt ihr eine Alpha-Sperre machen. Gehe kurz auf eine neue Ebene. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel der so irgendwie eine andere Lippe zeichnen möchte und dann aber sage, ne, die Farbe passt mir irgendwie nicht oder ja, da jetzt wirklich nur das ändern will, was schon gezeichnet ist, dann kann ich eine Alpha-Sperre machen und das seht ihr dann, dass diese kleinen Häuschen quasi, dass es gehäuselt wird. Und wenn ich jetzt irgendetwas ändere, zoom da kurz ein bisschen rein, dann hat das nur einen Effekt da, wo jetzt schon Farbe ist. Alles andere wird nicht beeinflusst. Das heißt, das, was ich mache, passiert genau nur da, wo schon Farbe ist. Das ist die Alpha-Sperre und die könnt ihr danach auch wieder rausnehmen. Das Maskieren bezieht sich auch auf diese Ebene, aber das, was ich mache, passiert nicht in der Ebene direkt, sondern auf einer separaten Ebene. Das heißt, ich färbe jetzt hier irgendwas ein und kann dann sagen, nee, passt oder passt nicht. Es hilft manchmal so ein bisschen, um damit mal zu gucken, wie könnte es aussehen, wenn ich das und das mache. Dann, was ihr weitermachen könnt, ist umkehren. Das heißt, es nimmt euch die Farbe und kehrt die quasi um. Wenn ich jetzt hier schwarz hätte, dann würde das zum Beispiel weiß werden. Dann haben wir Referenz. Und bei der Referenz ist es so, ich mache jetzt hier kurz eine neue Ebene. Wenn ich jetzt auf dieser Ebene bin und hier auf der oberen Ebene sage, das ist meine Referenz, dann kann ich hier zum Beispiel auf der Ebene sagen, ich will die füllen und dann füllt es mir genau nur der Bereich, wo oben eben diese Referenz ist. Das heißt, ähnlich wie bei der Alpha-Sperre oder beim Alpha-Lock, das Schöne ist halt einfach, ich beeinflusse nicht die Ebene selber, das heißt, ich zeichne nicht auf der Ebene selber, sondern das ist eine separate Ebene. Das hilft manchmal durchaus. Und ihr könnt hier aber auch die Referenz wieder rausnehmen. Dann eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr auf eine Ebene eine Clipping-Maske erstellt. Das heißt, diese Ebene bezieht sich jetzt auf diese untere Ebene und zeichnet nur da, wo hier unten irgendetwas ist. Ich zeige euch das kurz, ich nehme hier ein Grün, jetzt wird es langsam wild, ne? Zeichne jetzt hier und ihr seht, ich setze hier wirklich den Stift über das ganze Bild ab, aber es zeichnet nur da, wo ich diese Lippe habe, auf die ich die Clipping-Maske referenziert habe. Auch die kann ich nachher wieder rausnehmen, aber dann zeichnet es dann halt einfach alles nach, was ich gemacht habe.
Clipping-Maske wieder drauf und die Farbe ist nur da sichtbar, wo hier auch ich vorhin diese Lippe gezeichnet habe. Was ihr weitermachen könnt, ist abwärts zusammenfügen. Das würde jetzt hier diese beiden Ebenen einfach zusammenfügen, dass ihr dann nur noch eine Ebene habt. Und das Kombinieren wäre dann so, dass es euch eine Gruppe erstellt. Ein weiterer Menüpunkt gibt es noch, der aber nur angezeigt wird, wenn ein bestimmtes Element auch aktiviert ist. Da geht ihr auf die Aktionen und wenn ihr da unter Leinwand seid, könnt ihr die Zeichenhilfe anzeigen. Und jetzt, wenn die aktiviert ist, kann ich auf der Ebene zusätzlich noch sagen, soll der Zeichenassistent aktiviert sein oder nicht. Ich zeige euch den Unterschied. Wenn er nicht aktiviert ist, habe ich zwar diese Linien, kann aber immer noch zeichnen, wie ich will. Wenn ich auf der Ebene aber den Zeichenassistent aktiviere, dann ist das Zeichnen nur noch entlang dieser Linie möglich. Das heißt, ich kann schräg, geht gar nicht mehr, sondern der zeichnet dann wirklich entweder nur horizontal oder abwärts. Das ist die Zeichenhilfe. So, jetzt, damit ich mir das ganze Bild nicht kaputt mache, mache ich jetzt alles wieder rückgängig und habe dann wieder mein Originalbild. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch mit den Ebenen zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!